Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute hören wir eine einfache B1-Geschichte auf Deutsch. Auf unserem Kanal findest du auch einfachere A1 und A2-Versionen derselben Geschichte. Du kannst auch die Untertitel einschalten und nach jedem Satz pausieren, um mitzusprechen. Danach üben wir gemeinsam den Wortschatz und die Aussprache. Bleib bis zum Ende dabei, denn dort wartet ein lustiges Quiz auf dich, mit dem du dein Verständnis testen kannst. Viel Spaß! Ein Samstag mit Sophia und ihrer Mutter. Das ist Sophias Mutter. Sie heißt Anna und ist 30 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer 5-jährigen Tochter Sophia zusammen. Heute ist Samstag und Anna hat frei. Am Morgen steht Anna früh auf. Sie geht in die Küche und macht Frühstück. Sie backt Pfannkuchen, weil Sophia Pfannkuchen sehr gerne mag. Kurz danach kommt Sophia in die Küche. Sie ist 5 Jahre alt und noch ein bisschen müde. Als sie die Pfannkuchen sieht, freut sie sich sofort. »Mama, ich habe Hunger«, sagt Sophia. Anna lächelt und sagt, »Dann komm und iss mit mir.« Die beiden setzen sich an den Tisch und essen zusammen. Sophia erzählt ihrer Mutter von ihrem Lieblingsspielzeug. Anna hört ihr zu und trinkt einen Kaffee. Nach dem Frühstück räumt Anna den Tisch auf. Danach sagt sie, »Sophia, ich muss heute zum Markt. Wir haben fast kein Obst und Gemüse mehr.« Sophia fragt, »Kann ich mitkommen?« Anna schüttelt den Kopf. »Heute nicht, Schatz. Du bleibst zu Hause.« Sophia ist ein bisschen traurig. Anna erklärt, »Unsere Nachbarin Frau Müller kommt gleich. Sie ist eine ältere Frau und passt auf dich auf, während ich auf dem Markt bin.« Sophia kennt Frau Müller gut. Sie wohnt schon seit vielen Jahren neben ihnen und ist sehr nett zu Sophia. Kurz danach klingelt es an der Tür. »Das ist Frau Müller«, sagt Sophia. Anna öffnet die Tür. Frau Müller kommt herein und lächelt. »Guten Morgen, Sophia«, sagt sie. »Ich passe heute auf dich auf.« »Guten Morgen, Frau Müller«, antwortet Sophia. Anna ist froh, dass Sophia nicht allein bleiben muss. Sie erklärt Frau Müller kurz, was Sophia heute machen kann und wann sie wieder nach Hause kommt. Dann sagt Anna zu Sophia, »Ich gehe jetzt zum Markt. Ich bin bald wieder da.« Sophia umarmt ihre Mutter und sagt, »Kauf mir etwas, Mama.« Anna lacht. »Natürlich, ich bringe dir eine kleine Überraschung mit.« Bevor Anna zum Markt geht, geht sie ins Bad und duscht. Danach zieht sie sich an und nimmt ihre Einkaufstasche. Sie verabschiedet sich von Sophia und Frau Müller. »Bis bald«, sagt Anna. »Bis bald, Mama«, ruft Sophia. Anna geht zum Markt. Auf dem Markt ist es ziemlich voll. Viele Menschen kaufen Lebensmittel für das Wochenende. Anna geht zuerst zum Obststand. Die Äpfel sehen frisch aus, deshalb kauft sie ein paar Äpfel und Bananen. Danach kauft sie Gurken und Tomaten. Als Anna mit ihrem Einkauf fertig ist, sieht sie einen kleinen Blumenstand. Dort gibt es viele schöne Blumen. Sofort denkt Anna an Sophia. Sie weiß, dass ihre Tochter Blumen liebt. Anna kauft einen kleinen Blumenstrauß für Sophia. Danach geht sie mit ihrer Einkaufstasche nach Hause. Währenddessen sitzt Sophia mit Frau Müller in der Küche. Sie malen zusammen und sprechen über ihren Tag. Nach einer Weile hört Sophia die Tür. »Mama«, ruft sie glücklich.
Anna kommt herein und gibt Sophia die Blumen. Sophia nimmt den Blumenstrauß und lächelt. Die sind wunderschön, danke Mama, sagt sie. Anna freut sich, dass Sophia so glücklich ist. Frau Müller verabschiedet sich und geht wieder nach Hause. Danach räumen Anna und Sophia gemeinsam die Einkäufe in die Küche. Später trinken sie zusammen Tee und essen einen kleinen Snack. Für Anna ist es ein ganz normaler Samstag, aber für Sophia ist es ein besonderer Tag, weil ihre Mutter ihr eine kleine Freude gemacht hat. Repeat the following simple sentences after the narrator to practice your pronunciation. Die Nachbarin. Unsere Nachbarin wohnt schon seit vielen Jahren neben uns. Unsere Nachbarin wohnt schon seit vielen Jahren neben uns. Aufpassen. Frau Müller passt heute auf Sophia auf. Frau Müller passt heute auf Sophia auf. Die Überraschung. Anna möchte Sophia eine kleine Überraschung mitbringen. Anna möchte Sophia eine kleine Überraschung mitbringen. Sich verabschieden. Anna verabschiedet sich von Sophia. Anna verabschiedet sich von Sophia. Der Einkauf. Nach dem Einkauf geht Anna nach Hause. Nach dem Einkauf geht Anna nach Hause. Der Blumenstrauß. Anna kauft einen kleinen Blumenstrauß für Sophia. Anna kauft einen kleinen Blumenstrauß für Sophia. Sich freuen. Sophia freut sich über die Blumen. Sophia freut sich über die Blumen. Erklären. Anna erklärt Frau Müller, was Sophia heute machen kann. Anna erklärt Frau Müller, was Sophia heute machen kann. Während. Sophia spielt mit Frau Müller, während Anna auf dem Markt ist. Sophia spielt mit Frau Müller, während Anna auf dem Markt ist. Gemeinsam. Anna und Sophia räumen gemeinsam die Einkäufe weg. Anna und Sophia räumen gemeinsam die Einkäufe weg. Test your understanding of vocabulary from the story with these fun questions before the timer runs out.